Here we go. Bateco? Bateco, tranquilo. Sí. Fällt euch was auf? Ei, das wird schön. Hat sie rum. Ja, was für ein Idiot, und das sagt dir eigentlich, dass du das unterstützen darfst. Diesen Namen nenne ich nicht. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Ihr müsst aufpassen, liebe Zuschauer, der Thomas, nämlich, der hat sie nämlich als erstes gekriegt, die ganz schöne Palme. Und was war? So, ich erkläre euch jetzt mal den Pool. Und zwar, hier ist ja die Bar. Hier ist die Bar, das heißt, hier ist das Zentrum. Das heißt, mir richtet jetzt der Pool aus. Der wird jetzt 6 Meter breit ausgehoben. Wir heben ein bisschen breiter aus, damit wir überall hinkommen, dann wegen der Technik und wegen der Lichter. Also das heißt, es sind 6 Meter Breite. Dann geht er später 12 Meter Länge. Dann wieder 6 und 12 wieder lang. Dann haben wir hier oben 4 auf 4 Meter ungefähr. Hier in diesem Bereich kommt später dann eine Sit-In-Bar bzw. mit Tisch, ja, mit Schatten rein, wo man dann hingehen kann. Hier vorne ist dann der Eingangsbereich, das heißt, hier oben haben wir dann einen Wasserstand oder Wassertiefe von ungefähr 80 cm. Und mit diesem geht es dann Richtung 1,60 Meter. Es gibt keinen rechteckigen Pool, das heißt, wir werden wahrscheinlich hergehen und dann irgendwie, ja, wie so eine Art, wie sagt man da dazu, ja, so eine Grotte, so eine Lagune, genau so, ja, also mit so geschwungenen, ja, Welle dann irgendwie dann ausgießen und hier geht man dann seitlich dann ganz langsam rein. Das ist jetzt unser Plan. Später wird hier Außenbereich dann hier rum, hier kommt ja der Weg von der Cocktailbar dann rein zum Pool. Hier wird das angelegt mit Stein, also Naturstein, wo es dann noch, wo man mit der Liege hin kann, ja, und so weiter. Der Rest wird mit Rasen gemacht, wird alles bepflanzt hier. Auch hier wollen wir dann Palme reinmachen, dass es Schatten spendet. Und das ist jetzt unser Plan. Aktuell existiert der Plan nur so. Ich muss mich jetzt dann wieder ransetzen, muss überlegen, ja, Pumpehäuschen, ja, wo das ganze Elektronik hinkommt und wie der dann genau auszusehen hat. Gut, dann muss ich es dem Hugo zeigen und dann bekomme ich ein Angebot oder hole mal Angebote ein und dann wollen wir im Juni anfangen. Jorge misst alles aus, wir haben jetzt die Pfoste drin, da ist das Zentrum von der Bar. Das heißt, dass wenn man in der Bar steht oben, dass man direkt hier eigentlich dann ja, ins Zentrum guckt. Dann haben wir jetzt hier nochmal 3 Meter rüber, 3 Meter zu dem, 4 Meter hier entsteht dann die Cocktailbar, Sit-In-Ecke. Und dann geht es jetzt dann 12 Meter nach hinten. Here we go. Fällt euch was auf? Fällt euch irgendwas auf? Pünktlich zum Feierabend wurde er fertig. Ich muss andersrum. Überall gewittert es außenrum und wir liegen genau in der Schneise drin. Wir kriegen nur ein paar Tröpfchen ab. Für die Pflanze wäre es jetzt richtig gut, wenn man mal ein bisschen mehr Regen kriegen würde. So, der Bagger bleibt heute da, weil... ja. So, jetzt. Also, da ist ja die Cocktailbar, dann der Sit-In-Bereich und dann haben wir hier dann das ganze Schwimmbecken. Also, es ist schon riesig. Also, wie gesagt, so groß wird es natürlich nicht. Aber man muss ja noch kommen zum Einschalen etc. und wegen der Rohre verlegen. Deswegen wird es ein bisschen länger oder breiter ausgehoben. Und die Erde wird jetzt hier oben komplett verteilt, dass man so ein Plateau kriegt. Das heißt, man kann da auch kein Wasser mehr hoch und das ganze der untere Bereich wird jetzt auch noch auffüllen mit Erde, mit roter Erde. Und dass man dann Pflanze einbuddeln können. Gut, ich wäre nass und verabschiede mich für heute. So, die Mauer ist jetzt fast fertig. Fehlt noch eine Kleinigkeit.
ein paar Pfosten. Und hier haben wir jetzt die Mauer zum Nachbar rüber. Und die ist jetzt auch schon fast fertig, ne? Also echt toll, die Jungs. Und jetzt wird jetzt vorne angefangen, der vordere Bereich dann. Laufen wir gerade mal schon hin. So, und hier kommt die Türe rein. Wir sind jetzt hinter 10 cm höher gegangen. Habe jetzt ein leichtes Gefälle von hinten nach vorne. Das ist auf der laufenden Meter ca. 0,83 cm auf 1 Meter, wo wir Gefälle haben, dass das Wasser dann abfließen kann, dass nicht permanent da drauf steht. Perfekt. Jetzt fehlt noch der Grill, dann Überdachung und oben dann die. Und dann können wir anfangen mit dem Verkleider mit Holz und die Bar. Und heute Abend müsste eigentlich dann die Theke kommen. So, und da sind jetzt schon die Palme drin. Eine fehlt noch da vorne. Aber da sind sie. Pateko? So, und dann kommt es wieder neu raus und dann können wir das hier abschneiden. Also wie gesagt, dann kann ich das hier abschneiden. Okay. Ja, da müsst ihr aufpassen, liebe Zuschauer, der Thomas nämlich, der hat sie nämlich als erstes gekriegt, die ganz schöne Palme. Und was war? Der Thomas hat sie kaputt gemacht. Schaut mal hier. Von wegen kaputt gemacht. Ich wollte sie stützen und habe es untersagt bekommen, sie zu stützen. Und der Wind hat sie rum. Ja, was für ein Idiot untersagt dir eigentlich, dass du das unterstützen darfst? Diesen Namen nenne ich nicht. Nein, aber wenn Sie müssen jetzt warten, bis sie abgewelkt sind oben und dann können wir sie erst nach unten schneiden, dann kommt wieder ein neues Blatt raus. Okay. Ja? Aber auf jeden Fall müssen sie gestützt werden. Also der Thomas ist unseren Pflanzexperte hier. Übrigens auch Bäcker, ja. Also es sind alle begeistert von seiner Backware, wo er macht. So aus. Und er hat schon der erste Ofen zusammengeschossen. Aber das müssen wir dann irgendwie jetzt regeln. Gut, dann ich mache nochmal schnell die Bilder von der anderen Palme. So, Rasen wächst auch. Einige Pflanzen sind uns doch kaputt gegangen. Jungpflanzen hier unten sind ausgetrocknet. Da haben wir dann die nächste. Da haben wir eine. Und da drüber. Und hier kommt die nächste rein. Noveo, listo? Che lindo. Ich muss euch da nochmal was zeigen. Bis gleich. Und hier haben wir jetzt die nächste drin. In 2 Wochen werden wir dann den Platz endlich dann geräumt haben und dann Rasen eingesät haben. Aber wir haben mittlerweile sehr viel zu tun. Andere Arbeit. Die Mauer vorne ist fast fertig. Da gehen wir jetzt gleich hin. Und bis gleich. So, und da haben wir jetzt unsere. Fehlen noch ein paar, aber es wird. Schauen wir mal, wie es wird. Hast du? Der vordere Bereich wird jetzt alles zugemauert, bis auf den Part hier, da. Weil, wenn wir vorne machen wir so einen Schacht rein, das heißt, wenn das Regenwasser von der Straße kommt, das geht dann nicht mehr ins Grundstück rein, sondern geht dann direkt weiter. Und jetzt lassen wir hier auf, dass wir da mit den Autos dann rein rausfahren können, wenn das dann vorne betoniert ist. Dass man, ja, das muss halt richtig aushärten. Und deswegen lassen wir jetzt hier noch auf. Aber es sieht richtig toll aus. Das wird schön. Dann halt Eingangsbereich mit verschiedenen Lichtern, noch ganz, ganz viele Pflanzen. Das heißt, wenn man wirklich reinkommt, dann später zu uns. Da vorne kommen jetzt noch 3 Fahnenmaste hin. Und wenn man dann reinfährt, dass es eine richtige grüne Hölle ist. Also so wirklich so, ja. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Ja, dass halt alles grün ist. Dicht, bewachsen und so weiter und so fort. Wir haben jetzt das Holz bekommen für die Theke. Und schaut mal, wie toll es ist. Also ich habe es mal hochgeklopft, über 100 Kilo, dieses Stück Holz.
wirklich toll. Richtig toll. Und es kommt dann hier oben drauf. Also das sieht halt echt mega aus, wenn das dann da drauf liegt. Jetzt haben wir gerade besprochen, dass wir die Spüle dann hinter machen, tun wir aussägen, das heißt wir die gleiche Spüle mit der gleichen Oberfläche dann hier hinter auch. Und dann kommen jetzt nochmal 2 von den Bretter, wo wir dann hinter an die Bar da hinten dran machen. Ei, das wird schön.